Ja, liebe Freunde, heute stelle ich euch unser neues Projekt Austausch der Verbraucherbatterien durch Lithium-Eisenphosphat vor. Ja, wer unsere Vlogs verfolgt hat, der hat festgestellt, Anfang 25 ging im Heckstrahlruderbereich nichts mehr, hat nicht mehr funktioniert. Eine der 4 AGM-Batterien war defekt und hat alle anderen mit in den Keller gezogen. Wir wollten losfahren und hatten kein Heckstrahlruder, keine Verbraucherbatterien, also mussten wir auf die Schnelle eine neue Lösung finden. Und da haben wir uns 2 Optima-Batterien gekauft, die sofort verfügbar waren. Und mit denen lässt sich das Heckstrahlruder wunderbar betreiben, sogar viel besser wie vorher. Das ist also eine optimale Lösung. Ja, aber zweimal 50 Ah ist für Verbraucherbatterien natürlich viel zu wenig. Und ja, wir waren das ganze Jahr auch nicht am Wasserrastplatz ohne Strom. Und das wollen wir dieses Jahr natürlich mal wieder machen. Und ich habe das ganze Jahr überlegt, was können wir für eine Lösung machen. Ich hatte erst an Lithium-Eisenphosphat-Hochvolt-Batterien gedacht, aber die lassen sich nicht parallel schalten, kommen also auch nicht in Frage. Dafür ist dann die Leistung der Batterie zu klein. Unser Boot ist über 30 Jahre alt und der Batterieschacht, der passen genau diese 4 6 Volt 160 Ah AGM-Batterien rein und mehr auch nicht. Jetzt ist ein Teil schon durch die 2 Optima-Batterien belegt. Ich habe also nur noch einen einzigen Platz, wo eine Batterie für Verbraucher reinpasst. Und die Überlegung war natürlich Lithium-Eisenphosphat, aber ab 150 Ampere-Stunden wird die Batterie einfach zu groß. Und das war also auch irgendwie keine Lösung und ja, deshalb haben wir auch nichts gemacht. Und im Herbst dann plötzlich taucht diese Batterie hier auf, 12,8 Volt, 320 Ah, und die ist von den Maßen her, hat die eine sehr kleine Standfläche, ist dafür höher, aber das stört uns überhaupt nicht. Die ist mit 3,68 Länge und 1,89 Breite, wie für uns gemacht. Mit 200 Ampere Ladestrom ist das auch ausreichend. 2560 Watt Ausgangsleistung reicht für unseren 2 kW Wechselrichter. Also alles optimal. Ja, ich habe viele Kritiken über Redodo gelesen und alle waren positiv. Und deshalb haben wir uns für diese Batterie hier entschieden. Die ist das absolute Optimum für uns. Man sieht hier, hier ist das eine kleine Standfläche. Das heißt, sie hat ungefähr die Hälfte der Standfläche unserer AGM-Batterien, dafür die doppelte Leistung. Das Ganze lässt sich natürlich nicht 1:1 austauschen gegen die Batterien. Wir müssen also einiges tun. Wir haben hier so ein Ladegerät hier gekauft. Das hat jetzt einen Ausgang. Das gleiche habe ich schon als Ladegerät mit 3 Ausgängen. Allerdings lassen sich die Ausgänge nicht getrennt schalten. Die erscheinen in der App immer wie ein Ausgang. Das heißt, ich kann nicht Blei und Lithium-Eisenphosphat mit einem Ladegerät laden. Das haben wir uns entschlossen, noch ein zweites daneben zu setzen. Ich habe das alte große Ladegerät von uns ausgebaut. Das hatte zwar 60 Ampere, aber hat immer Krach gemacht, war uns in der Nacht viel zu laut. Und das wollte ich nicht mehr, weil 30 Ampere reichen uns völlig aus. Unser Profil sieht maximal 1 bis 2 Tage ohne Landstrom vor. Danach fahren wir weiter und wenn wir wieder irgendwo sind, dann ist die Batterie wieder voll und wir können von vorne anfangen. Also mehr brauchen wir einfach nicht. Das heißt, ich habe hier nochmal ein 30 Ampere Ladegerät mit einem Ausgang. Das wird auf Lithium-Eisenphosphat angeschlossen und wir trennen jetzt Heckstrahlruder und Verbraucherbatterien ab. Das ist auf der Landstromseite und auf der Lichtmaschinenseite brauchen wir noch hier so einen Ladebooster. Der hat 50 Ampere. Der kommt zwischen Lichtmaschine und der Batterie, sorgt dann auch dafür, dass diese Lithium-Eisenphosphat-Batterie immer mit der richtigen Spannung versorgt wird. Das Gute an solchen Batterien ist ja, die haben die Intelligenz eingebaut, das BMS. Das erkennt automatisch, ob die Batterie voll ist oder nicht und entscheidet selber, was getan wird oder nicht. Bei den Bleibatterien war ja immer so, da gibt es hier irgendeine Ladekurve, die abgehandelt wurde. Und ja, wenn der Landstrom weg war, dann ging alles von vorne los. Also nicht wirklich so ganz optimal. Die Batterie hier, die war in 2 Tagen da. Das heißt, auch da haben wir gar kein Problem mit Lieferzeiten oder sonst was. Und Garantie ist da auch entsprechend drauf. Und die Hersteller wollen natürlich auch auf den Markt und
Da muss man also keine Angst haben, dass jetzt man 4 Wochen auf eine neue Batterie aus China warten muss. Die Batterien sind in Europa, in Deutschland vorrätig und ist also 'n Austausch ist überhaupt kein Problem. In meinem Handy ist ein Lithium-Ionen-Akku drin und, das hier ist aber ein Lithium-Eisenphosphat-Akku. Die Technik ist also überhaupt nicht vergleichbar. Lithium-Ionen würde ich auch nicht einbauen wollen. Interessanterweise ist, diese Batterie und alle anderen auch im Wohnmobilbereich also schon mittlerweile Standard. Und im Bootsbereich traut sich niemand so richtig ran, haben alle ein bisschen Angst vor Lithium-Ionen. Man hört ja immer so viel von Bränden, aber da muss man sich keine Sorgen machen. Natürlich kann immer mal was passieren, aber in den Wohnmobilen werden die Dinger auch verbaut und da passiert nichts. Beworben werden diese Batterien alle interessanterweise auch immer für Wohnmobile und weniger für Boote. Wir wollen jetzt auch mal das im Boot haben und unsere Erfahrung auch teilen, damit auch vielleicht andere Bootsbesitzer mal doch sich wagen, umzustellen, weil der Vorteil dieser Batterien ist einfach toll. Diese Teile hier habe ich beim Busse Yacht Shop bestellt, weil die verkaufen alles, was 'n Kabel hat. Und ja, da kriegt man eben nicht nur das Produkt, sondern man kriegt auch Service dazu. Das heißt, ich kann auch da anfragen, wenn ich ein Projekt habe, die geben mir eine Beratung und die haben auch eine YouTube-Seite, 'n YouTube-Kanal, wo alle Produkte erklärt werden, wie die auch aufgebaut werden. Das ist so das, was ich eigentlich auch tue, wenn ich ein neues Projekt habe. Ich versuche mich im Vorfeld natürlich zu informieren, was will ich haben, was will ich nicht haben. Denn meine Erfahrung mit Monteuren oder Bootswerften ist eher, dass wenn ich da hingehe, dann ist das wie, wenn ich zum Arzt gehe, 3 Ärzte, 3 Meinungen. Und so ist das bei den Bootsmonteuren auch. Die verbauen einem das, was sie können, aber nicht das, was man unbedingt haben möchte oder was gut für einen ist. Und deshalb ist es immer gut, sich vorher zu informieren, sich vorher schlau zu machen und dann zum Monteur zu gehen und den Vorschlag zu machen. Und dann kann man sich noch abstimmen, der hat vielleicht andere Ideen und dann kommt man auf einen Konsens. Aber ohne Vorahnung dahin zu gehen, ist immer schlecht. Ja, und beim Busse Yacht Shop, der Vorteil ist, ich kann mein Projekt vorstellen, ich kann sagen, das und das will ich haben und dann kriege ich da auch eine Beratung und die geben mir ihre Meinung wieder und am Ende kriege ich auf jeden Fall das richtige Produkt. Zum Beispiel hier, das hier ist die Marine-Version, die gibt es auch ohne Marine-Version. Da werden irgendwelche Frequenzen gestört, wusste ich vorher auch nicht. War also eine sehr schöne Information. Ich kann also das nur empfehlen. Den Link auf den Shop und auch den Link zum YouTube-Kanal, den teile ich in der Videobeschreibung. Schaut es euch einfach mal an. Wenn ihr also nicht sicher seid, was ihr bestellen wollt, ruft an oder schreibt eine Mail und ihr kriegt dann eine kompetente Antwort. Zu der Lieferung habe ich auch noch ein Heft gekriegt und das ist sehr interessant. Zu allen Themen gibt es hier eine Beschreibung und wie man das verwendet. Top. Ja, wir schauen uns jetzt noch mal die Batterie an. Äh, Ich habe die bekommen mit einem SOC von 53%. Das heißt, die ist also halb voll. Und da sehe ich hier auf der App wunderbar. Bluetooth 5.0, also die App funktioniert top. Und jetzt schauen wir uns mal an und wir laden die Batterie jetzt mal auf. Ich habe mir mal hier ein kleines Setup aufgebaut. Sehe jetzt hier auch in der App, die Ladespannung liegt an. Das Ganze kann ich natürlich auch in der Victron-App sehen und sehe hier, dass da eine Spannung von 14,2 anliegt und die Ladespannung empfohlene ist 14,4 plus minus 0,2. Wenn die voll ist, dann klemme ich die ab, dann geht das alles mit zum Boot und wird dann von unserem Monteur Piet eingebaut. Ich mache das nicht selber. Ich möchte natürlich einen professionellen Einbau haben. Der hat auch alle Geräte, alle Kabel da. Seine Werkstatt ist nicht weit. Wenn was fehlt, kann er das alles machen und hat auch die Erfahrung beim Einbau. Ja, ein Thema noch Versicherung. Und ich habe natürlich unsere Bootsversicherung angeschrieben und habe gesagt, hier, wie sieht es aus? Wir wollen Lithium-Eisenphosphat einbauen. Und die haben dann gefragt, was ich einbauen will. Ich habe denen dann die Teileliste geschickt. Und die einzige Bedingung war, es muss ein fachmännischer Einbau sein. Und das macht natürlich der Piet, gibt eine offizielle Rechnung, die schicke ich an die Versicherung und dann ist unser Boot auch mit Lithium-Eisenphosphat versichert. Es gibt also da auch keine Probleme. Man sollte aber seine Versicherung informieren. Ja, jetzt ist die Batterie vollgeladen, zumindest 99%. Warum die nicht auf 100 geht, weiß ich im Moment nicht.
Man bekommt hier eine Fülle von Informationen, sowohl von der Victron-App als auch von der Redodo-App. Und ja, damit muss man erst mal umgehen und, rausfinden, was ist was. Aber neue Technik ist halt immer was Besonderes und, ja, bedeutet also noch einiges lernen, noch einiges lesen. Ich finde relativ wenig über Einstellungen für die, Ladegeräte und, Lithium-Eisenphosphat-Batterien. Und da ist sicherlich noch einiges an Lernbedarf da. Und ja, ich hoffe, mit dem Video habe ich euch so ein bisschen die Angst genommen. Und im Wohnmobilbereich ist, Lithium-Eisenphosphat ja schon längst Standard, im Bootsbereich noch nicht. Und, ich möchte viele anregen, auch hier über Lithium-Eisenphosphat im Boot nachzudenken, denn das ist die Technik der Zukunft. Da geht am Ende alles hin. Vielleicht wird es auch mal Natrium statt Lithium, wer weiß es genau, aber die Bleibatterien haben gerade im Verbraucherbereich, so langsam ausgedient. Das war es erstmal von mir. Das war eine Fülle von Informationen, die muss ich auch erstmal sortieren und einordnen. Alle wichtigen Links gibt es in der Videobeschreibung. Da gibt es auch einen Rabattcode, wen es interessiert. Und, ja, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video.